Ja, natürlich bin ich sauer. Du hättest viel deutlicher auf diesen unverschämten Vorschlag eingehen sollen. Und was machst du? Du sitzt da und schaust Lars an und sagst fast gar nichts. Carla, bitte. Dieser Vorschlag ist dermaßen krank. Was hätte ich denn sagen sollen? Vielleicht, dass es völlig absurd ist? Dass du nicht mal im Traum daran denken würdest, mit Lars ins Bett zu gehen, weil du nämlich mit mir zusammen bist und mich liebst? Ich hoffe, das weißt du auch so. Ich hab's dir oft genug gesagt. Und vor ihr muss ich mich nicht rechtfertigen. Was denkst du denn, warum sie uns dauernd mit Lars konfrontiert? Und warum ausgerechnet jetzt eine Welt für sie zusammenbricht, wo ihre Ex einen Mann heiratet? Ach, du glaubst sie nicht? Du etwa? Sie wollte hier wieder einziehen. Susanne, bitte. Friederike ist meine Freundin. Und das schon seit Jahren. Ich bin deine Frau. Und du solltest dir gut überlegen, wem du vertraust. Ihr oder mir. Das war deutlich. Jetzt versteh das doch bitte nicht falsch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag mit deiner Freundin. Deine Frau braucht jetzt erstmal frische Luft. Susanne, bitte. Warte! Susanne, bitte! Tschüss. Susanne, ruf mich bitte sofort an, wenn du die Mailbox abgehört hast. Ich muss noch mal mit dir reden. Kuss. Ach, Süße. Wenn ich geahnt hätte, was für eine Aufregung ich mit meiner Bemerkung verursache. Dann hättest du sie dir gespart? Wohl kaum. Kannst du mir mal verraten, warum du Susanne und mich um jeden Preis auseinanderbringen willst? Meine Güte. Ich dachte halt, es wäre mal interessant zu sehen, wie Lars und Susanne auf so einen Vorschlag reagieren. Was geht dich das überhaupt an? Ich hab dir schon mal gesagt, dass du dich nicht in meine Ehe einzumischen hast. Ja, aber ich dachte... Das hast du mir versprochen. Schon vergessen? Ich wollte auf keinen Fall, dass du dich mit Susanne streitest. Und ich hoffe, du glaubst mir das. Ich wollte dir nur das ersparen, was ich durchmachen musste. Weil ich zu spät erkannt habe, dass meine Freundin auf Männer steht. Es tut mir ehrlich leid. Und jetzt komm. Lass uns einen Spaziergang machen, dann können wir uns beide ein bisschen ablenken. Nein. Es ist sehr bedauerlich für dich, dass deine Frau jetzt einen Mann heiratet. Aber bitte red mir nicht ein, dass ich dasselbe Problem hätte. Ich lasse nicht zu, dass du meine Ehe kaputt machst und deshalb verschwinde. Bitte? Wenn ich wieder runterkomme, will ich dich hier nicht mehr sehen. Ich bin froh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Ich hätte jetzt schwer alleine sein können. Naja, mir war eher nach Ruhe zumute. Also wenn du lieber für dich wärst, Nein, entschuldige, so war das gar nicht gemeint. Ich musste das alles erstmal verdauen. Ja, das kann ich verstehen. Friederike ist krank. Ich meine, wie kommt sie auf die Idee, so etwas überhaupt vorzuschlagen? Carla ist meine Frau. Das Letzte, was ich tun würde, wäre, mit dir zu schlafen. Nee, die Idee, wir beide, ist ja völlig daneben. Okay. Jetzt hab sogar ich kapiert, wie abwegig allein die Vorstellung für dich wäre. Was? Du weißt doch genau, was ich für dich empfinde. Und ich weiß, was du für mich empfindest. Okay, du hast mir klar gemacht, dass es zwecklos ist. Aber musst du mir da ständig unter die Nase reiben? Lars, ich habe nicht dran gedacht. Ja, wieso auch? Ich bin ja auch der Depp, der immer zur Stelle ist, wenn du ihn brauchst. Vergiss es. Jetzt lauf doch nicht gleich weg, Lars. Ich bin tatsächlich ein Depp. Ich war eben völlig neben der Spur und was ich gesagt habe, das... Zu Recht.
Nein, ich wusste doch von Anfang an, dass du mit Carla zusammen bist und ich keine Chance habe. Und wenn ich damit nicht klarkomme, dann ist das einzig und allein mein Problem. Es tut mir leid. Mir tut es nicht leid. Mir tut es nicht leid, dass ich mich in so eine wundervolle Frau verliebt habe. Ich meine, es ist bestimmt nicht leicht für dich. Und Frederike macht alles, dass es noch komplizierter wird. Tja, du kommst wohl nicht besonders gut klar mit ihr, oder? Seit sie in Düsseldorf ist, ist alles furchtbar. Dass sie mich nicht leiden kann, damit komme ich ja noch klar. Aber dass sie alles daran setzt, Carla und mich auseinanderzubringen. Ich habe eine Scheißangst, dass sie damit Erfolg haben wird. Es tut mir leid, jetzt rede ich schon wieder nur von mir und meinen Problemen. Ich bin wirklich sehr sensibel. Das ist schon in Ordnung. Störe ich? Carla, Susanne hat jemand zum Reden gebraucht und ich war für sie da, als Freund. Als Freund. Sag mal, willst du mich verarschen? Carla, Du hast schon wieder versucht, dich an meine Frau ranzumachen. Jetzt mach doch nicht so ein Fass auf. Wir sind hier zusammengesessen, mehr nicht. ich finde auch, dass du ein bisschen überreagierst. Ach, findest du? Und ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Na, dann klär mich mal auf. Du lässt dich von Frederike immer noch gegen uns aufhetzen. Jetzt gibt es also schon ein Uns? Oh, bitte. Sag mal, merkst du denn nicht, dass sie alles dran setzt, um sich zwischen uns zu drängen? Das muss sie gar nicht. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du auch warum. Was weiß ich? Glaubst du, ich merke nicht, dass dir Frederikes krankes Angebot gar nicht so krank vorkommt, wie du tust? Sie ist nicht mehr hier. Ich habe Frederike rausgeschmissen, bevor ich dir hinterhergelaufen bin. Dann hast du sie auch durchschaut? Dass sie einen Keil zwischen uns treiben will? Ich will nichts von Lars. Da kann Frederike reden, was sie will. Ich liebe dich. Das weiß ich. Ich hatte schon befürchtet, dass sie es schafft, uns auseinanderzubringen. Nein, Frederike bestimmt nicht. Sondern? Ich glaube einfach, dass unsere Probleme ganz woanders liegen. Wovon redest du? Kannst du dich noch daran erinnern? Bevor wir geheiratet haben, da hattest du einen Traum. Sehr eindeutig. Mit einem Mann. Aber du hast doch selbst darüber gelacht. Da gab's Lars auch noch nicht. Carla, ich will nichts von Lars. Das würde ich dir so gerne glauben. Dann tu's doch. Aber das ist ja das Problem, Susanne. Ich kann dir nicht mehr glauben. Was ist los, Carla? Was habe ich falsch gemacht? Bitte sag's mir. Du machst doch nichts falsch. Du machst dir was vor. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie mit dir. Du empfindest immer noch was für Lars. Nein, das stimmt nicht. Ich würde dir so gerne glauben, aber ich kann's nicht. Carla, ich muss dir was sagen. Lars und ich, wir haben uns geküsst. Susanne? Den Teller ersetze ich dir natürlich. Das will ich stark hoffen, bevor ich dich verklage. Und gibt es noch einen Grund, weshalb du hier bist, außer dem, dass du deinen alten Vater schmerzlich vermisst? Carla und ich, wir haben uns gestritten. Oh nein, schon wieder?
Du schon wieder. Keine Angst, ich will nur noch meine letzten Sachen. Du hast Susanne erwartet. Wir haben zurzeit ein bisschen Stress. Hoffentlich nicht wegen mir. Möchtest du was trinken? Wenn du ein Wasser hast. Ich finde es toll, wie ihr miteinander umgeht und euch euren Problemen stellt. So leicht fällt uns das auch nicht. Es ging mal wieder um Lars. Beziehungsweise Susannes Gefühle für ihn. Ich komme damit einfach nicht klar. Das verstehe ich nur zu gut. Ich komme immer noch nicht über Marion hinweg. Manchmal bin ich einfach unsensibel. Ach, vergiss es. Ich will dich jetzt nicht auch noch mit meinen Problemen belasten. Mit einer Frau kann man konkurrieren. Man kann sie ausstechen oder mit irgendwelchen Tricks aus dem Feld schlagen. Aber ein Mann... Gegen einen Mann hast du keine Chance. Und das Schlimmste ist, man kann mit niemandem drüber reden. Man fühlt sich so einsam. Und hilflos. Also, es geht mal wieder um Lars Schneider. Carla hat Angst, dass du mehr für ihn empfindest als Freundschaft. Das stimmt nicht. Ich liebe Carla und Punkt. Weil Lars ist ein netter Kerl und ich mag ihn sehr. Aber mit dem, was ich für Carla empfinde, ist das nicht zu vergleichen. Das ist wohl bei ihr offenbar noch nicht angekommen. Sie ist in letzter Zeit so schrecklich empfindlich und so eifersüchtig. Und dann ist da noch dieser vermaledeite Kuss mit Lars. Warum erklärst du ihr nicht endlich einmal, dass sie keine Konkurrenz zu fürchten hat? Wie kann ich denn sicher sein, dass da nicht wieder ein Kerl in ihr Leben tritt, der alles durcheinander bringt? Willst du eine ehrliche Antwort? Niemals. Irgendwie kann ich sie ja verstehen. Ich meine, vor ihr hatte ich ausschließlich Männerbeziehungen. Sie ist die erste Frau in meinem Leben und ich hätte nie gedacht, dass ich sie heiraten würde. Ich auch nicht. Na, danke. Trotzdem hast du mich irgendwann einmal überzeugt. Also, was dir bei deinem alten Vater gelungen ist, wird dir doch bei Carla mit Leichtigkeit gelingen, oder? Du hast recht. Vielleicht ist alles auch ganz einfach. Susanne findet mich schlicht und ergreifend nicht mehr attraktiv. Du siehst fantastisch aus. Danke. Gern geschehen. Ich weiß doch, was man in so einer Situation braucht. Wenn man Angst hat, nie mehr vertrauen zu können. Vielleicht nie mehr ganz geliebt zu werden. Sich nicht einfach mal fallen lassen können. Susanne, hallo? Störe ich? Nein? Ich würde dich gerne sehen. Hast du heute Abend schon was vor? Eigentlich nicht. Gut. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich. Ich rufe dich nach der letzten Fahrt an. Bis später. Ich freue mich. Ich mich auch. Wie soll ich ihr denn je wieder unter die Augen treten?
Am besten sagst du ihr gleich, was passiert ist. In ihrer Situation hat sie sicher Verständnis dafür. Ich wäre jetzt gern allein. Kein Problem. Wenn du mich brauchst, du weißt, ich bin immer für dich da. Bitte hier entlang. Wo sind denn die ganzen Gäste? So spät ist es doch noch gar nicht. Angelo, was ist hier los? Susanne. Für die größte Liebe meines Lebens. Für die einzige Liebe meines Lebens. Ich weiß, ich habe dir wehgetan und das tut mir unendlich leid. Aber bitte gib mir noch eine zweite Chance. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich weiß, ich hätte Lars nicht küssen dürfen. Aber der Kuss bedeutet mir nichts. Ich habe den sofort wieder vergessen. Und ich habe ihn dir nur gebeichtet, weil wir uns geschworen haben, immer ehrlich zueinander zu sein. Das darfst du mir nicht vorwerfen. Du selbst hast gesagt, dass Ehrlichkeit in einer Beziehung das Allerwichtigste ist. Was ist los, Carla?